Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist zumindest für mich eine kleine Überraschung. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet, es noch vor Ende der Sommerferien fertig zu bekommen. Allerdings habe ich das Zelten in Thüringen ein ganz kleines bisschen abgekürzt. Eigentlich ein ganz großes bisschen, but who cares? Ich wollte noch ein bisschen Zeit haben, für Zakopane und Krakau zu packen, und nach 11 Tagen Pfadfinderlager ist das erste Mal ganz alleine Zelten und Wandern einfach zu anstrengend. Ich meine, der Unterschied zu so einem Pfadfinderlager ist eigentlich nicht so groß, außer dass man sich selbst um sein Essen kümmern muss. Der Witz ist halt, dass es trotzdem viel anstrengender ist. Aber ich war jetzt das erste Mal alleine im Urlaub und alleine wandern und es ist nicht schief gegangen. Also das ist eigentlich ein Erfolgserlebnis. Ja, jetzt aber genug Thüringen. Die Hälfte hat das hier eh geskippt. Also jetzt viel Spaß mit dem Video. An Tag 8 waren wir dann in Old, weil es da krasse Klippen gibt. Wir sind bei Ebbe unten an den Klippen auf der sehr schorrigen Schorre gelaufen. Das ist etwas, was man nur machen kann, wenn man sich die Tida ein paar Tage lang angeguckt hat und genau weiß, zu welchem Zeitpunkt das Wasser am niedrigsten ist. Da die Wellen bei Hochwasser auch gerne mal bis zur Klippe vorrücken und dann sitzt man dort halt fest. Aussitzen kann man das auch nicht, weil da fallen halt auch gerne mal so Steine von der Klippe runter. Das ist also eine Wanderung, die sich nicht zum einfach Nachmachen eignet oder zum ersten Tag mal warm laufen. Ja doch, das Wasser könnte da wahrscheinlich verlieren. Ja, das ist total krass. Kann ich mir jetzt hier irgendwie... Naja, die haben hier auch einen sehr interessanten Baustil. Das da oben ist kein Weg oder so, das ist die Straße, die da so über die Klippe rüberragt. Also haben wir noch geguckt, ja? die Feuersteine bleiben auch wieder ja, im Prinzip an Kreidekiste. Die Klippen sind aus Kreidefelsen, deswegen war die Schorre sehr weich und dort lagen auch überall so wunderschön rund geschliffene Kreidesteinchen rum. Und das meinte ich mit schorriger Schorre. Für alle, die es nicht wissen, eine Schorre ist eine Fläche am Meeresufer, die von den Wellen geformt wird und bei Ebbe trocken liegt. Ein Strand ist folglich also auch eine Schorre. Da aber niemand zu einem Strand Sandschorre sagt, wird der Begriff umgangssprachlich vor allem für das, auf dem wir da rumlaufen, benutzt. Und diese Schorre hier hatte sehr wenig von Strand an sich, deshalb eine schorrige Schorre. Glaube ich nicht. Ja, aber trotzdem. Aber da links liegen ganze Dings, da rechts ist ein ganzer Ding. Und vor allem hier ist ja auch irgendwie... Der Fließwasser Man runter. muss nicht... Ja, entweder fährst du. Aber das ist... Wahrscheinlich Wasser. Du hast recht. Ja, damit ist aber nicht... Nee. Dadurch, dass die Kreide so weich ist, landet natürlich auch ziemlich viel davon im Wasser. Deswegen ist das Wasser dort total milchig. Das sieht so von der Schorre aus voll cool aus. Ist beim Baden allerdings nicht so toll, weil man nicht sieht, wo man hintritt. Und über so einen random Stein fallen, der da aus dem Sand ragt, ist jetzt halt auch nicht so cool. Die Schorre gab dann auch immer mehr Wüsten-Vibes. Das liegt daran, dass Wüsten wie beispielsweise das Death Valley in den USA genauso entstehen. Das sind Flächen, die mal unter Wasser waren und von diesem geformt wurden und jetzt halt nicht mehr unter Wasser sind. Ja, und dich dann daneben lassen, dann ertrinkst du. Junge Männer sind die meisten selbstüberschätzt.
Und da waren Fischis in the water. Und hier sieht man sehr gut, wie weit das Wasser kommt, denn die Treppe wurde so definitiv nicht gebaut. Wir sind dann, wie man sehen kann, bei Bois de Quis wieder die Klippen hoch und dann über Kuhweiden wieder zurück zum Auto gelaufen. Der Weg zurück war in seiner ganzen Art und Weise auch sehr abenteuerlich. Hoch zu den Weiden ging es einen kleinen steilen Pfad mit losen Steinplatten als Stufen, von dem aus man auf das Dach des Stromkastens konnte. Und die Wanderübergänge zwischen den einzelnen Weiden waren teilweise auch sehr abenteuerlich. Ich setze mir definitiv keinen fremden Hut auf. Die Weiden waren selbstverständlich auch bewohnt, werden an dem Tag die Hunde nicht dabei und ich glaube, das war auch ganz gut so. Und dann sind wir wieder in Orld angekommen und waren fast am Auto. Es war an dem Tag ziemlich heiß, also war die Wanderung super anstrengend, aber auch super spektakulär. Und mit dem richtigen Timing bleibt man auch nicht stecken und bekommt keinen Stein auf den Kopf. Am nächsten Tag waren wir Stadtsightseeing in Boulogne-sur-Mer und das kann man eigentlich in einem Zug runter erzählen. Wir sind durch die Unterstadt zur Oberstadt, haben uns die alte Stadtmauer angeguckt, sind ans Wasser zum Essen gehen und waren danach in so einem Aquarium-Ausstellungsmischding gegangen. Nausicaa heißt das und das war's auch. Wiener Flinkhaus. Quand on achète cette roue, une petite mer devant les vous. Chateau? Ja, das da oben, das hier über die Stadt, genau. Mega, mega Monster. Ja, ganz viele kommen. Sag ich doch, wird immer... Und dann kommt noch Sharknado, ist klar. So, und jetzt Glückszeit. Das auch nicht so blöd. Also schön gemacht mit dem ganzen Blau, findet ihr nicht? Findest du nicht? Na dann. Natürlich nicht. Ja, streng genommen, ich meine, bei uns sieht es eigentlich genauso gut aus. Es ist jetzt nicht, dass es nur hier schön aussieht. Ja? Ja, bleib mal stehen. Und da hat eine Taube ihr Nest gebaut und ganz entspannt ihre Eier ausgebrütet. Dieser Weg, der schwimmt und der wandert mit hoch. Das ist ja Wahnsinn. Wenn wir heute Abend zurückgehen, müssen wir hier mal lang gehen und uns das merken, wie es jetzt aussieht und nachher.
Ja, mal gucken. Ja, doch. Aber das haben wir ein bisschen konservativer gerechnet, weil die Hauspreise variieren auch. Und deswegen haben Dann mache ich ein Video und dann fällt mir das Handy jetzt rein. Deswegen hänge ich mir die Kamera ums Handgelenk. Ja, Gelände werden auch überbewertet. Da könnte zwar irgendein kleines, dummes Kindchen runterfallen und sich unten auf diesem Sockel den Schädel knacken oder das Genick brechen, aber ist ja nicht das Problem der Stadt, sondern das der Eltern. Na, 15 Meter sind jetzt schon. Ziemlich weit für so einen Stadtstrand. Und mit einem Blick auf die fetten Segelyachten Ende Tag 9 war jetzt im Video nicht so krass. Es lag aber daran, dass ich in der Nausicaa-Ausstellung nicht gefilmt habe, weil ich das irgendwie halt respektlos fand. An Tag 10 sind wir dann zum Cap Blanc gewandert und an dem Tag war es wieder unglaublich heiß, vor allem auf dem Parkplatz, weil es da bis auf das Auto keinen Schatten gab. Hier könnte man wieder England sehen. Das Wetter hatte natürlich zum Vorteil, dass man am Horizont mal wieder die englische Küste sehen konnte. Sogar so gut, dass sogar die Kamera mit dem gefühlt geringsten Zoom der Welt sie einfangen konnte. Und man konnte die Fähren sehen, die von Frankreich nach Irland fahren. Auf dem Weg zum Kap zog dann Nebel auf und man könnte sich ja denken, oh ja, cool, Nebel, dann wird es endlich kühler. Nix da. Es wird nicht kühler. Die Sonne wird zu stark. Es war einfach nur schwül und die Sicht schlecht. Mehr nicht. Hast du mir erzählt? Dann hat er eine Hautprobe genommen und er hat mir das so nicht wirklich gesagt. Er hat gesagt, wir müssen die Hautprobe untersuchen, ob es nicht dazu Zum Kardiologen zu gehen und zu kontrollieren und so. Und das ist die Haupttodesursache für Männer. Ja, super. Ja, oder man kann auch an anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Das war dann übrigens das Kap. Man sieht, Aussicht ist überwältigend. Als wir wieder runter sind, sind die Wolken übrigens wieder aufgerissen. Wir sind ja gleich wieder am Auto. Wir sind dann am Strand unterhalb der nächsten Klippen zurück zum Auto gelaufen. Diesmal war es aber kein Kreidefelsen, sondern Lehmgemisch. Die war jetzt nicht so spektakulär gerade abgebrochen wie die Klippen in Old, aber dafür sahen sie um einiges rauer und wilder aus. Andererseits jetzt hier Nebel und so kalte Nässe. Ah ja, nein. Man kann das ja auch sehen. Man sieht eine relativ resistente Schicht. Die wird dann auch spült auf. Dann bricht. Willst du mal gucken? Ja, okay. Nee, ich finde das nicht gut. Wieso nicht? Gestern hat stark geregnet. Ja, das ist Mauer, aber das ist kein. Ja, die ist aber trotzdem. Und was sehr interessant ist, vor dem Eurotunnel gab es schon ein paar Entwürfe für einen Tunnel zwischen Frankreich und England. Die wurden aber alle nicht fertiggestellt, weil die Franzosen immer wie wahnsinnig angefangen haben zu bohren, während die Briten sich noch uneinig waren und am Ende die Fertigstellung blockiert haben, aus Angst vor einer französischen Invasion. Die Überreste einiger dieser Tunnelversuche kann man am Strand immer noch sehen. Und jetzt kommen wir zu einer besonders epischen Stelle. Direkt unter diesem Flecken Sand verläuft nämlich der Eurotunnel. Das macht den Strand an sich zwar überhaupt nicht spannender, aber trotzdem cooler Fakt. Und das war auch schon Tag 10. Jetzt zum Ende gehen die Tage
echt schnell. Die Wanderung war jetzt nicht die einem am meisten in Erinnerung bleibt, aber sie war trotzdem sehr cool und auch relativ abwechslungsreich. An Tag 11 ging es dann auf den höchsten Berg in der Umgebung. Das ist mit stolzen 180 Metern der Mont Saint-Brieuc. Bei einem Berg dieser Größe ist es klar, dass es jetzt nicht die längste und härteste aller Bergtouren war, aber da sie durch den Wald war es mal eine Abwechslung zu den ganzen Stränden und Dünen. Mitten auf der Lichtung steht auch einfach so ein random Schloss. Die Eigentümer mussten das irgendwann um den Zweiten Weltkrieg herum aufgeben. Inzwischen gehört es einem Verein oder einer Organisation, aber die wissen anscheinend noch nicht so wirklich, was sie damit wollen, und so steht es aktuell nur mitten im Wald rum. Und das ist das beste Warnschild, das ich je gesehen habe. Ganz unbegründet ist es allerdings nicht. Die Ursache kam uns so 5 Minuten später entgegen, beziehungsweise stand einfach random auf dem Weg rum. Naja, dass es Wildpferde sind, glaube ich auch nicht. So gefährlich waren sie anscheinend doch nicht. Ich nehme an, das Schild war für Leute, die keine Ahnung von Pferden haben und mitten in die Herde reinrennen und versuchen, einzelne Pferde zu streicheln und zu füttern. Das ist, wie man sich jetzt vielleicht denken kann, keine gute Idee, da Pferde sich in ihren Herden schon mal beißen oder herumschieben, insbesondere wenn es Futter gibt, und so ein Huß auf dem Fuß oder so ein Fistbump mit der Schulter tut bei so einem 500 bis 1000 Kilo Tier halt schon ziemlich weh. Davon abgesehen, dass was man den Pferden gibt, auch schädlich für sie sein könnte oder sie könnten beißen. Wenn also irgendwer da draußen unbedingt ein fremdes Pferd berühren möchte, immer nur über den Zaun hinweg, vorsichtig und nicht füttern. Und das ist der spektakuläre Gipfel. Ich kenne die eigentlich immer mit Gipfelkreuz, aber ich glaube, das ist so ein bayerisches / österreichisches Ding. Sie gehört nicht zur Europäischen Union. Europa wird es schon. Ja. Ja. Ja, aber ist doch auch cool. Zurück ging es dann denselben Weg mit ein paar kleinen Variationen. Den gefährlichen Monsterpferden sind wir auf jeden Fall nicht nochmal begegnet. Das war auch die letzte Tour des Urlaubs und der vorletzte Tag generell. Sie war etwas kurz, aber ich fand sie einen schönen Abschluss. Am letzten Tag waren wir mit den Hunden nochmal am Plage Saint-Cécile, allerdings nur am Vormittag, weil wir am Nachmittag noch packen mussten.
Hier sieht man übrigens nochmal die Reste, die die Muschelfarmer übrig lassen. Das sind Muscheln, die nach der Ernte aussortiert werden und nun als Mühlenbuffet dienen. Und es ist nicht einfach das Ende eines weiteren Tages, das ist das Ende des Urlaubs und dieses Vlogs. Am nächsten Tag ging es nach Hause. Es war auf jeden Fall lohnenswert, diesen Vlog zu drehen, da ich damit einfach noch so viele Details und Eindrücke festhalten konnte, die sonst einfach vergessen werden würden. Zum Schneiden war es mega anstrengend, aber ich weiß jetzt auch, was ich für Zakopane und Krakau besser machen kann. Vor diesem Vlog gibt es aber jedoch noch ein Flying Hummel Video, das ich zwischen den reingequetscht habe. Damit ist das Video jetzt auch schon vorbei, bis auf die Outtakes halt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da und bis zum nächsten Mal. Hallo Leute und herzlich willkommen zu... Du kleines, hässliches Arschloch. Du nimmst doch schon wieder mit dem falschen Mikro auf. Ich sehe doch den Ausschlag. Ich habe nämlich nicht so damit gerechnet, dass es noch vor Ende der Sommerferien... Was? Ich habe nämlich nicht damit gerechnet, es noch vor Ende der Sommerferien fertig zu bekommen. Dieses Video ist zumindest für mich eine kleine Überraschung. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet, es noch vor den Sommerferien... Ja klar, es vor den Sommerferien fertig zu bekommen. Die Sommerferien, die fangen erst noch an. Und da waren Fischis in the water. Und da waren Fischis in the... Nee, die Betonung gefällt mir nicht. Die klippen hoch und dann oben über die Kuhweiden wieder zurück zum... Über die Kuhweiden. Nee, über die Kuhweiden klingt kacke, weil da weiß doch keiner, dass da Kuhweiden sind. Nix da. Wort nicht kühler, sondern was stark. Das klingt so scheiße vorgelesen. Ich muss weiter weg, dann kann ich lauter reden. Und das ist das Beste. Nee, das machen wir nochmal mit ein bisschen mehr Emotion.